Du kannst dir vorstellen, wie das hier bei uns in den letzten Wochen und auch Monaten schon abgegangen ist. Kein Stein blieb auf dem anderen. Ne? Ja. Es wurde von vorne komplett nach hinten etwas ganz Neues designt. Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich Inside. Und dieses Mal kann ich euch wirklich versprechen, ihr seid mittendrin. Ich sitze auf einem Stuhl mitten in der Entwicklung, denn es ist Zeit, dass etwas ganz Großes, Neues entsteht. Ihr habt es inzwischen mitbekommen, BMW hat die neue GS präsentiert, GS R1300. Wir haben sie da, wir sind aufgeregt und nicht nur ich bin aufgeregt, sondern einer, der neben mir sitzt, hallo Felix. Felix Wunderlich, jeder von euch wird ihn kennen. Er ist nämlich das Ganze, der es unter anderem auch auf seinen Schultern trägt und natürlich bei solchen großen Ereignissen und einem Meilenstein, man kann es schon fast sagen, sehr gerne Platz nimmt. Und wir reden mal kurz darüber. Wie aufgeregt bist du? Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Auch die Aufregung senkt sich langsam oder legt sich langsam ein wenig, obwohl natürlich hier ein ganz, ganz großes Projekt einen riesen Schatten wirft. Und jetzt ist der Tag gekommen, die Maschine steht endlich da. Und wie man im Hintergrund sieht, arbeiten wir schon fleißig an unserem neuen Sortiment für die neue R1300 GS. An einem Sonntag. Denn es ist praktisch der Startschuss am gestrigen Tag gewesen und dann verlieren wir keine Sekunde. Und es ist schön, dass du auch an einem Sonntag hier vorbeischaust und sagst, okay, ich muss doch dabei sein, wenn wir die ersten Vermessungen machen. Es ist etwas in der Geschichte von BMW und da will ich ganz kurz drauf eingehen. Ich meine, wunderlich, complete your BMW. Das ist der Slogan. Inzwischen wisst ihr auch, wunderlich ist auch Adventure. Wir haben auch andere Segmente, um die wir uns kümmern. Aber BMW ist natürlich schon der Grundstein und die GS war immer die Basis von allem, wovon man ausgegangen ist, bevor sich das Portfolio erweitert hat. Jetzt ist die GS 6.0 da. Wir haben das festgestellt in den Gesprächen, die wir hatten, wie viele Generationen von der alten GS weiterentwickkt wurden. Und jetzt gibt es eben dieses neue Modell. Für dich in der Hierarchie und in dem des Werdegangs auch der Firma wunderlich, mit Sicherheit ein unheimlich interessanter Faktor. Absolut. Wie du richtig erwähnt hast, ist die GS, also das Thema auch neben anderen Marken, aber das Thema BMW ist Bestandteil und ein sehr großer Bestandteil unserer DNA. Und mit der 1300 GS kann man sagen, dass das jetzt so das wichtigste Projekt in den vergangenen 5, 6 Jahren ist, was wir in der Firma haben. Und Geschwindigkeit ist bei uns eben auch ganz wichtig. Das ist einer der Gründe, warum wir auch versuchen, so lokal wie möglich zu sourcen, um die Wege möglichst kurz zu halten, um die Prozesse zu beschleunigen und dann bald möglichst ein Sortiment dem Kunden nachher auch anbieten zu können und es verfügbar zu haben. Genau, das ist ja für uns auch in der Entwicklung und deswegen genießen wir es so sehr, euch auch mitnehmen zu können. Die Vorfreude, jetzt zu sehen, dass die Jungs daran arbeiten und Mädels. Wir sind ja hier sehr gemischt, ja. Genau, alle mit großem Know-how. Jeder hat so ein Strahlen auf dem Gesicht. Neues Projekt ist immer ein guter Vibe. Ja, absolut, absolut. Und wir waren alle heiß. Ich meine, alle lieben das Thema Motorrad. Es haben sich auch alle auf einer privaten, emotionalen Ebene sehr auf die Maschine gefreut. Ja. Und konnten es kaum erwarten, jetzt anzugehen. Dann legen wir einfach los, werden natürlich noch den einen oder anderen mitnehmen. Unter anderem werde ich gleich noch Paul begrüßen dürfen. Der ist nämlich am Motorrad dran und kann da vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit in die Geschichte eintauchen. Ich danke dir erstmal, Felix. Danke fürs Interesse. Würde sagen, weiter ran an die Arbeit an einem Sonntag. Warum nicht? Wenn es um Motorräder geht, kein Problem. Dankeschön. Und wir haben es euch gerade schon versprochen, der in der Entwicklung sozusagen federführend ist, mit dem kompletten Team im Hintergrund, den habe ich wieder neben mir sitzen und das ist der Paul. Dein Name ist gerade schon gefallen und da habe ich zu Felix gesagt, ich bin echt gespannt, was Paul zu berichten hat, weil er das Ganze aus einer anderen Perspektive sieht. Es ist auf den ersten Blick zu sehen, dass da was Neues steht. Der zweite und der tiefe Blick, Paul, der gehört dir hier bei der Wunderlich GmbH, wo du praktisch hinter die Kulissen blickst und noch mehr Eindrücke hast. Und du bist voll mittendrin. Und deswegen wollen wir alle es jetzt mal wissen, wie der erste Eindruck ist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke. Also durchweg positiv. Du kannst dir vorstellen, wie das
wie das hier bei uns in den letzten Wochen und auch Monaten schon abgegangen ist. Es war klar, da kommt was Neues. Die 1300er GS, die steht in den Türen. Ja. Und es wurde, kein Stein blieb auf dem anderen. Ne? Es wurde von vorne komplett nach hinten etwas ganz Neues designt. Und wenn du aus unserer Techniker-Sicht das Ganze siehst, dann geht dir das Herz einfach auf. Ja. Weil es ist einfach eine super gute Basis auch für uns, mit diesem Motorrad zu arbeiten. Ne? Weil das Wissen, das wir jetzt in den letzten 6 Generationen oder auch hier in der Firma schon alles erarbeitet haben und diese Nuancen, das gibt uns, das ist nicht gerade etwas Aufgesatteltes auf etwas Altes, sondern das wurde so konstruiert, wie es sich gehört. Ne? Zum Beispiel Ventildeckel. Der Ventildeckel bei der Schräglage, also die Zylinder, die sind etwas hochgewandert. Ne? Ja. Dadurch kannst du extreme Schräglagen nachher mit der ganzen Konstruktion fahren. Und die Ventildeckel haben selbst diese Form von der Schräglage quasi. Wir haben das Motorrad ja auch schon auf die Seite gelegt. Ja. Dann bist du mit dem Ventildeckel genau in dieser Schräglage. In der Flucht praktisch zum Ausfall. Du verlierst von Konstruktionsseite her nicht 1 Millimeter an Schräglage durch die Konstruktion, weil alles darauf ausgelegt ist. Ja. Ne? Nur um ein Beispiel zu nennen. Oder Keyless Ride. Ne? Ja. Bei den 1250er Modellen oder auch 1200er Modellen gab es das ja schon, aber es wurde nachträglich irgendwo hingebaut. Ne? Ja. Hier, das ist alles jetzt schon integriert und an dem Ort, wo es quasi auch hingehört. Da ist nichts Extras irgendwo draufgesattelt, was du meinst, was eigentlich woanders hingehört. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den man verstehen muss in der Entwicklung bei BMW und das, was dann bei uns hier weitergeführt wird. Ich meine, das Motorrad, es hat immer noch staatliche Kilos auf der Hüfte, dass du alles dran hast, was du vorher schon hattest. Eigentlich noch mehr. Plus, es ist ja noch viel tolle Innovation dazugekommen. So, und was sind das zum Beispiel für Punkte? Du kannst dir jedes Teil rauspicken und ansehen und alles wurde darauf konstruiert. Ne? Wenn du dir diese neuen Schmiederäder anguckst, die sind wunderbar konstruiert und schön dünn. Da wurde viel Herzblut reingesteckt. Und das zieht sich durchs gesamte Motorrad durch. Das sind vielleicht auch Teile, die der Endverbraucher gar nicht so sieht. Aber wir hier als Techniker, wir haben schon bei den Erlkönig-Bildern genau auf sowas geachtet. Und hast du gesehen, wie das umgesetzt wurde? Da sind hier alle völlig heiß drauf. Ja. Und das sieht man halt auch hier an dem ganzen Team, wie an dem Motorrad jetzt gearbeitet wird. Ja. Da geht einem wirklich das Herz auf, dass diese Emotion jetzt endlich in die Produkte übertragen werden kann. Ja, genau. Ja, genau. Dieser Startschuss, und das ist ja auch das, was ich gerade schon das eine oder andere Mal angesprochen hatte, man hat im Haus schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass endlich das Motorrad mal in Realität vor einem steht, damit man noch mehr Gefühl dafür bekommen kann, was kann man machen. Neue Konstruktion um das Motorrad herum. Kannst du uns da jetzt schon so ein bisschen mit, ich sag mal, heiß machen für das, was wir noch weiter sehen werden? Ja, also ein großer Punkt ist, und das wird, glaube ich, jeder bestätigen, der das erste Mal dann auf der 1300er GS drauf sitzt, die Sitzposition, die hat einen ganz anderen Charakter, die vermittelt ein ganz anderes Motorrad. Und ich will das jetzt gar nicht deuten in irgendeine Richtung, aber es ist was ganz anderes. Und da müssen wir auf jeden Fall auch dran arbeiten, dass dann etwas personalisieren, diese Sitzposition optimieren. Und dadurch entstehen natürlich auch bei uns wieder Produkte, die es vorher noch nie gegeben hat. Andere Produkte werden auch wieder in ähnliche Richtungen gehen. Aber das ist wirklich sehr gemischt. Der Charakter ist neu. Der Charakter ist neu, der wird teilweise neu gelebt. Es ist Elektronik dazugekommen, die dann auch wieder angepasst werden kann, oder worauf wir gut aufbauen können. Ne? Wenn du so eine tolle Basis hast, dann können die Produkte, die du dazu hinzufügst, auch wieder einfach toll werden. Ja, genau. Genau, sie können praktisch ergänzend wieder das Ganze fortschreiten lassen und das ist ja auch etwas Wichtiges für uns, dass ihr euch auf eurem Motorrad, und das kennt ihr
von uns, das ist eine Philosophie, wohlfühlt. Ihr sollt euer Motorrad, euer personifiziertes Motorrad unter euch haben und sagen, das ist meine GS oder welches Modell auch immer. Diese ganze Dynamik von dem Motorrad hat sich verändert und irgendwie ist es doch noch zu erkennen, wo die Basis und der Ursprung ist. Abschließend. Noch nicht ganz abschließend von allen Themen, aber für das heutige Thema. Getroffen in der Mischung von deinem Gefühl, dass du sagst, genau das ist Innovation und ein neues Produkt mit der Charakterstärke einer alten GS? Charakterstärke, das trifft's. Also für mich ist es auf den Punkt getroffen. Es ist nicht viel zu viel Neues da drin. Du erkennst immer noch, was es ist. Ne? Aber das, was Neues an Innovation und Fahrgefühl, das ist auf den Punkt perfekt. Ich sehe bei Paul das Funkeln in den Augen und das freut mich total, dass es eine Ingenieurkunst gibt, die dich so begeistert und es einfach genau nämlich diesen Job dann so attraktiv macht und auch Neuerungen kommen, auf die man natürlich hungrig ist, weil es neue Herausforderungen sind, die man angeht. Und die gehen wir natürlich weiterhin mit euch gemeinsam an. Schon hier der Hinweis darauf, schreibt unten in die Kommentare Fragen, Anregungen oder einfach Dinge, die ihr wissen wollt oder im Hintergrund auch noch nicht versteht. Dafür sind wir gerne als Team von der Wunderlich GmbH für euch da, um das zu erläutern und euch einfach ein bisschen mehr Einblick zu geben in das, was hinter den Kulissen passiert, damit ihr vorne raus viel Spaß habt. In diesem Sinne, bis später, würde ich sagen.